In unserem letzten Video haben wir uns die Konnektivität der CCU und der Kamera angeschaut. Heute tauchen wir ein bisschen tiefer in die CCU ein, und zwar in die Web-Remote der CCU. Wie der Name schon sagt, ist das Ganze erreichbar über eben ein Webinterface, über den Browser und IP. Und man braucht keine extra Software dazu. Und dieses Webinterface habe ich hier schon mal aufgemacht. Und im ersten Blick sieht man oben eben den Hersteller, die Anzeigen von Tally. Das funktioniert aber nur diese Anzeigen, wenn die Tallys über den DSOP hinten angeschlossen ist. Man sieht die Preset-Namen. Im Moment läuft das Audio Factory Default Preset. Man sieht die ID der Base Station, die IP und hat nochmal eine Umschaltung von dem Dark Mode, in dem wir uns jetzt befinden, in einem helleren Modus, falls mal ein bisschen mehr Sonne aufs Display scheint. Wir sind hier schon im ersten Reiter des Ganzen angelangt und das ist auch das Webinterface von der Alexa 35. Bei diesem Webinterface seht ihr tatsächlich exakt das gleiche, was eben auch auf der Kamera zu sehen ist, und ihr könnt die Kamera exakt darüber so einstellen, wie eben auch an der Kamera selber, nur eben über die CCU. Und hier hat man beispielsweise eben die Ansicht der Frames per Second, des Timecodes, des Shutters und alles mögliche andere auch. Das wiederum würde aber ein ganz anderes Video füllen. Deswegen bleiben wir mal ganz kurz nur bei der Ansicht stehen und das andere schauen wir uns mal in einem anderen Video an. Direkt darunter haben wir den Status der FBS, also der Fiber Base Station. Das ist einfach eine kurze Übersicht. Hier hat man die grünen Ringe um den SDI-Out, bedeutet, hier liegt Signal an. Das gleiche bei Ethernet. Man hat die Anzeigen des Fiber Powers. Man hat die Anzeigen, was die PSUs machen, was auf den GPIs angeschlossen ist. Und das gleiche gibt es auch nochmal für das FCA, also natürlich für den Kameraadapter. Hier absolut gleich Setup, eben grün für Signal liegt an. Und weiter unten auch nochmal schön zu sehen, die Stromanschlüsse am FCA. Und zwar sieht man hier dann wirklich, was wird an Strom gezogen. Bei uns steht gerade alles auf 0, weil nichts an der Kamera in den Power-Outs angesteckt ist. Aber hier könnte man sogar nochmal checken, wie viel Strom wird denn wirklich noch an der Kamera verbraucht und habe ich den Strom überhaupt noch. Weiter unten kommen wir praktisch zu dem Videoreiter. Der Videoreiter ist in dem Fall relativ essentiell, weil man hier alles an Outputs der CCU und der Kamera eben steuern kann. Man sieht die Output-Konfiguration. Man hat hier beispielsweise bei den 3G-Outs 1 bis 4 die Kamera SDI 1 anliegen. Das gleiche ist eben auch bei den zweiten 4 Kamera-Outs sowie den 12G-Outs 1 bis 2 und 3 bis 4. Auch hier kann man nochmal separate Channels routen. Und weiter unten haben wir eben HD-Out 1 und HD-Out 2. Das sind eben die beiden Down-Converter, die wir auch schon mal angesprochen hatten, wo man auswählen kann, möchte man 3G, möchte man sogar 1,5G interlaced. Wir kommen jetzt zur Videomatrix und hier in der Videomatrix kann man das, was wir uns gerade angeschaut haben, nochmal viel einfacher routen. Und zwar hat man hier die grauen Punkte, wie das Routing gerade sitzt, und man hat die schwarzen Punkte, wo man wirklich die Signale auch hinrouten kann. Wo kein schwarzer Punkt ist, kann man auch kein Routing setzen. Somit ist das relativ easy gelöst, dass man eben sieht, wo kann was hin. Die gleiche Übersicht beim Audio gibt es auch erstmal in der Audioübersicht. Hier kann man auswählen, wie auch an der Kamera selber, aber hier eben in der Software sind es Line-Eingänge oder AES-Eingänge. Dann schaltet auch die Base Station oder eben die Kamera um. Und eins drunter haben wir die gleiche Einsicht wie bei der Videomatrix, auch bei der Audiomatrix. Diese ist halt einfach nur nochmal deutlich umfangreicher, weil wir eben so viel mehr Kanäle haben beim Audio, die wir eben durchrouten können. Ich persönlich finde ja diese Video- und Audiomatrixen in der Ansicht, wie wir sie hier haben, extremst praktisch, wenn man wirklich auf den ersten Blick sieht, wo gehen Signale hin, wo habe ich was hingeroutet und wo kann ich es noch hinrouten oder wo habe ich eben noch Ressourcen dafür. Unter der Audiomatrix finden wir den Intercom-Teil. Der Intercom-Teil ist auch hier einfach einstellbar. Wo kommen die Signale hin? Habe ich eine Bedämpfung oder brauche ich 20 dB mehr? Und was wirklich auch sehr cool gelöst ist, dass man wirklich für das Headset und den Tracker-Ausgang komplett eigene Levels einstellen kann. Das bedeutet, die sind komplett unabhängig voneinander. Unten drunter hat man eben auch für Tracker und für das Headset eben noch die Routing-Möglichkeiten. Möchte man die Intercom-Channels nur links und rechts haben, dass man sofort weiß, wer mit einem spricht, oder möchte man sie auch auf
beiden Seiten haben. Das kann man hier relativ easy auch über ein Dropdown-Menü machen. Unter dem Intercom haben wir Genlock und Timecode. Genlock und Timecode ist eben hier für die Genlock Configuration, wo kommt der Genlock her. Wir haben jetzt hier gerade keinen eingesteckt, deswegen ist die Base Station auch noch gerade auf Rerun, beziehungsweise das ganze System. Rechts daneben gibt es eine Timecode-Konfiguration, wo ihr eben seht, kommt Timecode an. Unter dem Ganzen haben wir die GPIO und Tally-Einstellmöglichkeiten. Hier habt ihr irgendwie für jedes GPI und GPIO an dem FBS sowie an der FCA eine eigene Möglichkeit einzustellen, wie die Sensitivity ist, ob die High oder Low ist. Oder ihr könnt es sogar testen mit diesem Schalter. Das heißt, ihr habt Konfigurationen schon vorbereitet, habt aber vielleicht einen Schalter noch nicht. Dann könnt ihr die GPIs schon mal schalten und sehen, ob wirklich die Funktionen auch funktionieren. Weiter unten drunter haben wir die GPIO Matrix, wie eben auch schon bei Audio und Video angesprochen, absolut gleiche Funktionalität wie vom Routing. Jetzt kommen wir zu dem Punkt von SMPTE 2110. Diesen haben wir tatsächlich noch ausgegraut, weil die Firmware nicht auf der Base Station aufgespielt ist, beziehungsweise noch nicht verfügbar ist. Und das wäre auch so ein Thema, wo ich sage, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen dieses Videos hier sprengen. Und deswegen lassen wir es jetzt auch gerade noch raus. Und sobald dieses Software-Update dann da ist, machen wir dazu nochmal ein separates Video. Unter SMPTE 2110 haben wir Network. In dieser Network-Übersicht haben wir Kamera-Channel. Kamera-Channel ist beispielsweise, wenn ich jetzt hier auf 2 umschalte, seht ihr es beispielsweise am Tally-Light-Adapter und an der Base Station nämlich auch schon, dass es sofort umgeschalten hat. Das Ganze weiter unten gibt es nochmal für die Faber Base Station ID. Die wird jetzt nicht angezeigt, aber das ist auch nochmal wichtig, welche Faber Base Station es ist. Da hat man auch nochmal den IP-Modus und alle Einstellbarkeiten der IP-Adresse, genauso wie die Kamera-Connection, welche IP hat die Kamera und mit welcher möchte ich mich verbinden. Eins weiter unten ist fürs Troubleshooting ein sehr wichtiges Tool, und zwar haben wir hier die Diagnostik-Seite. Hier gibt es die System-Log-Files, die ihr wirklich über einen Button irgendwie auslesen könnt und auswerfen. Falls ihr wirklich mal das System habt, dass irgendwas nicht funktioniert und ihr ARRI-Daten schicken müsst, könnt ihr das einfach über diesen Button hier machen. Ansonsten findet ihr hier wirklich alle Daten, sei es Wavelengths und die Auslastung von eben den FPS Optical RX Modulen, genauso wie den Sendemodulen. Ihr habt eine Anzeige, wie viel Volt wo anliegt, und sollte wirklich irgendwas sein an dem System, meldet euch das System das auch sofort, indem ein Wert gelb oder eben rot dargestellt wird. Und somit kommen wir tatsächlich auch schon zu unserem letzten Punkt, und zwar zu Settings. Bei Settings gibt es einfach nur noch welche Firmware ist eben auf Kamera und Base Station. Wir können Reboots durchführen, wir können Factory Reset durchführen und wir können eben Display Brightness der CCU und Button Brightness und so weiter einstellen. Und hier in der Mitte haben wir den Preset-Sektor. Der ist relativ interessant, weil wir eben hier Presets ablegen können für Operator oder Anwendungen, die wir schon geschaffen haben, wo wir die Kamera wirklich in speziellen Konfigurationen brauchen, wie zum Beispiel Show A, Show B, können wir uns hier ablegen und dann können wir es auch relativ schnell wieder aufrufen. Und das war es auch schon mit dem groben Überblick übers Webinterface und was damit alles möglich ist. Solltet ihr dazu, zu diesem Video oder vorhergehenden Videos Fragen haben, Anregungen, schreibt es uns wirklich gerne in die Kommentare und wir machen dann sicherlich bald ein Video darüber.